Hallo erstmal, Frau Riegraf. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um über den Weltfrauentag zu reden. Sie sind die erste weibliche Präsidentin der Universität Paderborn. Hatten Sie das Gefühl, dass Sie für diese Stelle mehr arbeiten oder mehr kämpfen mussten? Sagen wir mal so, der Weg dahin ist sicher für Frauen anders und auch schwerer, als es beispielsweise für die männlichen Kollegen ist. Ich habe das mal verglichen mit dem Beispiel Fahrradfahren mit Rückenwind und Gegenwind. Also wenn Sie am norddeutschen Strand Fahrrad fahren mit Gegenwind, dann wissen Sie, wie viel anstrengender es ist, zum Ziel zu kommen, als wenn Sie Fahrrad fahren mit Rückenwind. Und genauso ist das auch auf diesen Positionen. Also Sie müssen immer wieder neu beweisen, dass Sie kompetent sind. Das macht den Unterschied. Also die Kompetenzunterstellung bei den Kollegen ist einfach eine andere als die bei Frauen. Hatten oder haben Sie das Gefühl, dass es im wirtschaftlichen bzw. politischen oder auch im naturwissenschaftlichen Bereich schwieriger war, für Sie als Frau eine Führungsposition zu erlangen? Ich weiß gar nicht, ob es prinzipiell schwieriger war. Ich kann nur sagen, wovon ich unglaublich profitiert habe. Ich bin einfach glückliche Profiteurin von einer Quotenregelung. Also ich bin ja politisch aktiv bei einer Partei, die eben die Quote sich auf die Fahne geschrieben hat. Und ich konnte so sehr früh ein Amt als Fraktionsvorsitzende im Kreistag übernehmen. Da war ich 21 und ich bin mit 26 in den Ältestenrat des Bundestages gewählt worden und ich glaube, ohne Quote wäre das so nicht gegangen. Und gerade als junge Frau hätte ich da bestimmt größere Schwierigkeiten gehabt. Inwiefern hilft Ihnen Ihre Spezialisierung auf die Geschlechterforschung bei der Arbeit als Präsidentin der Universität? Können Sie Ihr Wissen in den Alltag mit einbringen? Ja, also es gibt zwei Seiten. Die eine ist, zunächst mal wird Geschlechterforschung ja nicht von allen als tatsächlich wissenschaftliches Feld anerkannt. Das heißt, sie müssen immer wieder auch bestätigen, dass es ein wissenschaftliches Feld ist. Insofern ist es nicht nur ein Vorteil, sondern sozusagen noch eine weitere Hürde. Auf der anderen Seite hilft es mir sehr gut, Machtstrukturen, Interaktionsstrukturen zu analysieren und die einzuordnen. Und mich nicht so schnell aus der Ruhe bringen zu lassen, weil sie sozusagen sehr gut einordnen können, was da jetzt gerade passiert. Wurden Sie aufgrund Ihres Geschlechts jemals nicht ernst genommen in der Berufswelt, beziehungsweise wurde Ihnen weniger zugetraut? Nein, aber ich habe natürlich ist ja immer die Frage, mit welchen Voraussetzungen man kommt. Ich habe Glück, dass für mich irgendwie klar war, dass ich habe Physik studiert. Das war für mich das Einfachste. Ich hätte niemals es hinbekommen, Germanistik oder anderes hinzukriegen. Da habe ich eine riesige Hochachtung vor. Aber als ich beispielsweise im Forschungsausschuss war, scheint das eine Ausbildung zu sein, wo die Leute vor der Ausbildung eine Hochachtung hatten. Und ich habe sofort eigentlich immer ganz gut den Fuß in die Tür gekriegt, zu sagen, ich weiß, wovon ich rede und wurde vielleicht manchmal auch ein bisschen belächelt, aber zu der Zeit habe ich es nicht so gemerkt. Aber trotzdem glaube ich, es war die symbolische des Studiums. Wäre ich einfach so gekommen, wären viele da gewesen, die erstmal über mich drüber weggeredet hätten. Und dann eine letzte Frage. Was ist Ihrer Meinung nach an unserer Universität bezüglich der Gleichstellung noch ausbaufähig? Beziehungsweise was würden Sie sich ganz speziell wünschen? Ich würde mir wünschen, dass wir wirklich mal gute Ideen entwickeln, wie wir die Frauen, die sich in Gremien engagieren, gerade in Bereichen, wo es eben nicht so viele Frauen gibt, wie wir die entlasten können. Also wir reden da viel drüber, aber so eine richtig zündende Idee haben wir noch nicht, weil es ist nicht Geld, es ist ja immer das persönliche Engagement. Und wenn Sie nur mit ein oder zwei Professorinnen in einer Fakultät vertreten sind und dann jede Berufungskommission, jedes Gremium angedient bekommen, mit dem Wunsch, dass es natürlich paritätisch besetzt sein muss, dann ist das auch nicht gerecht. Und irgendwie, weiß ich, also ich glaube, da müssen wir besser werden, da müssen wir gute Ideen entwickeln, dass wir wirklich unsere Gremien einfach paritätisch besetzt bekommen. Wenn man heute in die Forschungskommission guckt, ist es beispielsweise überhaupt nicht so und das finde ich wirklich schlimm. Also ich würde mir wünschen, dass wir es schaffen, mehr Frauen in die MINT-Berufe zu bekommen, also mehr Wissenschaftlerinnen im Bereich der Informatik, Maschinenbau einzuladen und die dann auch entsprechend einstellen zu können. Ich würde mir mehr wünschen, dass wir in den Entscheidungsgremien mehr Frauen haben, also beispielsweise auf der Ebene der Dekane.
Und eigentlich würde ich mir wünschen, dass wir gar nicht mehr über das Thema diskutieren müssen, sondern dass es so selbstverständlich ist, dass es überhaupt gar keine Debatte mehr wert ist.